In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr schnell und mit günstigen Materialien ein praktisches Regal für eure Farben bauen könnt. Ganz speziell für Farbfläche mit ungünstigen Übergrößen, zu denen man nur schwer fertige Kaufregale findet. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TEWS. Keine Frage, es gibt eine Menge Anbieter und Regalsysteme, um Farben an seinem Hobbyplatz zu verstauen. Meistens sind diese aber nur für Dropperflaschen oder die GW-Farbtöpfchen gedacht. Farben in Übergrößen landen dann oft in Boxen oder Schubladen. Aber es geht auch anders. Und zwar mit einem DIY-Treppenregal. Alles, was ihr braucht, ist 3 oder 5 mm dünnes MDF oder ähnliches Material für die Außenverkleidung. Wenn ihr das Regal später nicht groß bewegt, könnt ihr sogar Schaumpappe aus dem Architekturbedarf verwenden. Ansonsten braucht ihr noch Hartschaum oder Styropor und nach Möglichkeit einen Heißdrahtschneider, um das Material präzise zuschneiden zu können. Zur Not geht aber auch ein scharfes Cuttermesser. Als erstes müsst ihr den Durchmesser eurer Farbflaschen ermitteln, um die Maße für die benötigten Stand- bzw. Treppenflächen zu bekommen. Rechnet dann gerne 1 bis 2 mm Toleranz hinzu, damit die Flaschen später nicht zu eng stehen. Ich habe hier 3,5 cm als Durchmesser genommen. Anschließend müsst ihr die Höhe eurer Treppenstufen ermitteln. Für mich war wichtig, dass ich die Farbtöne in den Flaschen erkenne, wenn sie hintereinander stehen. Schneidet euch dafür aus Hartschaum oder Styroporresten am besten ein paar kleine Quader zu, um eine Dummy-Treppe zu basteln und so ein besseres Gefühl für die Höhen zu bekommen. Ich habe mich für 3 cm Stufenhöhe entschieden. Anschließend geht's ans Zuschneiden des MDF. Für euer Stufenregal braucht ihr eine Bodenplatte, eine Rückwand und 2 Seitenteile. Die Bodenplatte ergibt sich aus der Anzahl der Flaschen, die ihr neben- und hintereinander aufstellen wollt. Rechnet dazu noch die Tiefe der Seitenwände und der Rückwand hinzu. Die Rückwandhöhe ergibt sich aus der Stufenanzahl plus eine Stufe, damit die Flaschen nach hinten ein Geländer haben. Ansonsten muss die Rückwand so breit wie die Bodenplatte sein, minus die Dicke der 2 Seitenteile, weil diese ja von außen an die Rückwand geklebt werden. Die Seitenteile sind dann quasi 2 identische Dreiecke aus der Bodenplattentiefe und der Rückwandhöhe. Übrigens, wenn ihr alle Maße vorher ausrechnet, könnt ihr euch das MDF in größeren Baumärkten direkt zusägen lassen und müsst zu Hause nur noch die Schräge der Seitenteile sägen. Je nachdem wie dünn euer Holz ist, bieten sich noch ein paar kurze Holzleistenreste an, um die Bauteile stabil und im rechten Winkel miteinander zu verkleben. Dafür genügt schon ganz wenig Leim, um zunächst die Holzleistenreste als Winkel an die Bauteile zu kleben. Um nach dem Trocknen schließlich alle MDF-Bauteile zusammenzukleben. Achtet nur darauf, dass die Holzleisten bündig mit den jeweiligen MDF-Außenkanten abschließen, damit alles im rechten Winkel ist. Wer passende Zwingen hat, kann die Klebestellen nun auch noch fachmännisch zusammenpressen. Aber für ein einfaches Regal auf dem Basteltisch reicht die Stabilität durchs reine Verleimen bereits aus. Als nächstes werden die Stufen aus Hartschaum oder Styropor zugeschnitten. Wer keinen passend langen Hartschaum hat, kann die Stufen natürlich auch aus Resten zusammenstückeln. Wegen der Holzleisten auf den Innenseiten müssen danach noch Aussparungen in den Hartschaum geschnitten werden. Das muss nicht ganz genau werden, denn später sieht man diese Stellen ja eh nicht. Anschließend werden alle Stufenbauteile miteinander verklebt. Am besten macht ihr das direkt im MDF-Rahmen, wobei die Teile noch nicht mit dem MDF verklebt werden sollten. Dann alles gut zum Trocknen beschweren und nach etwa 24 Stunden die Stufen noch nach Wunsch bemalen, bevor ihr sie dann fest in den MDF-Rahmen hineinklebt. Und danach wäre euer DIY-Farbregal dann auch schon einräumbereit. Und wie gesagt, dieses Stufensystem funktioniert mit allen möglichen Farben. Nicht nur mit Sondergrößen wie in meinem Fall. Bei kleinen Flaschen müsst ihr vielleicht nur vorne an den Stufen ein Stück dünnes MDF oder Pappe als Geländer ankleben, damit die Flaschen stabil stehen. Die Geländerdicke müsst ihr dann natürlich mit als Maß für eure Stufentiefe einplanen. Viel Spaß beim Nachbauen und Ordnung schaffen auf eurem Bastelplatz. Wir sehen uns am nächsten Freitag. Bis dann!